Ich habe das Gefühl, dass Frauen manche Dinge getan haben, was sie gar nicht wollen. Die total lustvoll dem Mann einblasen soll. Kam auch irgendwie Blut, irgendwie aufgerissen. Dann wurde zu uns masturbiert. Das gucken sich alle an und das ist dann halt so. Heute geht es um Pornos und zwar darum, was die mit uns machen. Ich habe mir gedacht, am besten lasse ich euch selbst davon berichten. Deswegen gibt es heute auch keine Reportage, sondern Porträts. Es war gar nicht so einfach, Leute zu finden, die vor der Kamera über dieses Thema reden wollen. Aber die sich am Ende getraut haben, waren dafür ganz schön offen. Aber seht selbst. Du kannst deine Brille wieder aufsetzen. Okay, super. Okay, lass uns anfangen. Allererst mal, wo ich was gesehen habe, war ich mit 11. Das war ein nackter Mann und eine nackte Frau und die waren im Bett. Und dann bin ich da drauf gegangen, so, weil ich neugierig war. Und dann kamen so welche Sexseiten auf, so Pornoseiten. Soll ich das jetzt erklären, oder? Und die hatten auch keine Bettdecke und die Frau und der Mann hatten halt eben Sex. Wenn man so bei kinox.de oder sowas sich da Filme angucken wollte, dann kamen so die ganzen Pop-ups aufgeploppt und mit so nackten Frauen und hier Analverkehr und so einen ganzen Kram. Und dann sind wir halt einfach ganz schnell auf weitergegangen, damit wir uns das nicht mehr reinziehen müssen. Haben wir uns dann natürlich direkt unseren Film weitergeguckt und haben nicht darüber geredet. So. Muss ich da jetzt hingucken? Eigentlich will ich weggucken, aber irgendwie muss ich ja trotzdem hingucken, weil sonst bin ich ja irgendwie feige oder so. Man hat halt viel von Klassenkameraden erzählt bekommen, gerade von irgendwelchen Jungs, die dann mal gesagt haben, ja und Pornos und bla und das ist ja alles so cool und ich gucke mir jeden Tag ein Porno an und so. Und dann als Mädchen denkt man sich dann so, okay, dann muss ich mir das jetzt ja auch angucken, weil das ist dann ja das, worauf Jungs so stehen. Man hat mit Freundinnen drüber gesprochen, mit Eltern und Lehrern gar nicht zum Beispiel. Teilweise auch echt mit sich selber ausgemacht, weil man nicht wusste, haben die anderen das gesehen, finden die mich dann komisch? Die Frauen sehen einfach besser aus, haben vielleicht größere Titten oder also sind besser, sind dünner, sind größer, sind schlanker, alles Mögliche. Also ich hatte schon Probleme damit, mich nackt zu zeigen vor Steven. Das war ein sehr schwieriges Thema. Aber du bist perfekt, so wie du bist. Danke. Man guckt halt schon, habe ich einen großen, habe ich einen kleinen Penis oder mache ich das jetzt so richtig oder war das jetzt zu kurz? Wieso bin ich schon fertig? Und macht das überhaupt Spaß? So bewegen die sich gar nicht im Film. Genügt dir das denn so, wenn ich jetzt, keine Ahnung, nur eine Viertelstunde kann und keine 40 Minuten oder so? Und das setzt schon manche sehr hart unter Druck auch schon. Vor allem dann auch mit den Brüsten, solche Brüste, das ist physikalisch eigentlich gar nicht möglich dann teilweise auch. Und das hat mich schon mal ein bisschen verunsichert und ich habe dann auch gedacht, so werde ich später auch so aussehen? Also passiert das irgendwann oder und dann ich meine, ist es halt nicht passiert. Also macht schon einen traurig so. Ja. Was macht einen traurig? Dass er stabiler ist, besser bestückt ist und dann guckst du dich an mit 14 und dann mach ich schon traurig. Ich war schon schockiert, als zum ersten Mal so Frauen sich selber bepinkelt haben. Und das war nicht so das, was ich mir so vorgestellt habe. Da waren zwei Frauen, haben gegenseitig den Kot gegessen. Das war richtig eklig. Und dann kam da halt mal wieder so ein Video mit so einer Frau, die dann halt Geschlechtsverkehr mit einer Kuh hatte. Und da hat sie halt die Röhre der Kuh so hinten reinbekommen und das sah dann echt schon hart aus. Also da kam auch irgendwie Blut, irgendwie aufgerissen, irgendwie, das war richtig krank. Da wurde eine Frau mehrmals gefesselt und vergewaltigt von mehreren Männern, dass ich mittlerweile so eine krasse Angst habe, nachts alleine rauszugehen, weil ich mir das immer wieder bildlich im Kopf vorstelle, was ein Mann geil findet, was für mich widerlich ist. Es gibt so eine Chatplattform, nennt sich Omegle oder Meggle, wo man quasi Videochats mit irgendwelchen fremden Leuten macht. Dann habe ich das mit Freunden ausprobiert und wir dachten halt, das wird ganz lustig, da sieht man jetzt ein paar Leute. Und der erste Videokontakt, der aufgebaut war, war dann halt ein Penis, der draußen war und dann wurde zu uns masturbiert. Aber im Nachhinein habe ich immer drüber nachgedacht und eigentlich
war ich ja ein Kind, also ich war 12 oder 13 und dass dann Leute einen Videokontakt mit mir gesehen haben, gedacht haben, dazu masturbiere ich jetzt mal, das fand ich dann schon ein bisschen, also da habe ich mich ein bisschen eklig gefühlt schon. Dass ich das irgendwie so quasi, als ob ich das provoziert hätte, so. Einfach, dass ich die Kamera da an hatte, dass das dann irgendwie meine Schuld auch war. Das war so ein bisschen Fremdschämen irgendwie so. Ich habe mich so ein bisschen auch geschämt. Man hat natürlich halt auch darüber gelacht, so, ja, man ist mit seinen Freunden, aber innerlich denkt man sich schon ein bisschen so, mit was für Freunden hänge ich hier gerade ab, so. Ja. In der Zeit habe ich es dann irgendwie als normal wahrgenommen, weil ich das Gefühl hatte, das ist irgendwie, das gucken sich alle an und das ist dann halt so. Man hat ja auch keine anderen Infos, so. Man sieht ja auch nichts anderes. Die Frauen sind meistens ja immer so diese perfekten, so, diese richtig hübschen, diese richtig schönen, so. Meistens ist es ja so, dass die Frau sich abwertend macht und der Mann der King ist, sage ich mal, in der Rolle. Also dass die Frau wirklich nur als ein Stück Fleisch dargestellt wird. Ob die Frau jetzt diejenige ist, die total lustvoll dem Mann einblasen soll oder total rumschreit und so tut, als würde sie das gerade total genießen, das ist klare Rollenverteilung. Ja, ich habe das Gefühl, dass Frauen manche Dinge getan haben, was sie gar nicht wollen. Zum Beispiel? Zum Beispiel Blasen, so alles im Mund nehmen oder schlucken oder sowas. Halt. Weil sie das irgendwo gesehen haben? Genau, ich glaube schon. Quasi, dass sie automatisch sofort an meinen Gürtel angefasst hat und dachte, dass sie jetzt dementsprechend auch erstmal so Handarbeit anlegen musste, aber ich habe schon so gemerkt, dass es ihr persönlich nicht so gut, also ihr das nicht gefallen hat. Und da war auch so für mich gerade so der Punkt, so okay, du bist zu nichts gezwungen. Wir beide müssen irgendwie einen Spaß haben dabei. Egal, was du tust, weißt du hast diese Bilder im Kopf und hast irgendeine Vorstellung, wie es sein könnte. Das heißt, du hast nie die komplette Freiheit bei deinen Erfahrungen, sondern bist immer gefangen, so gesehen, in den Bildern, die du schon kennst. Wie geht es euch? Wie alt wart ihr, als ihr das erste Mal Pornos im Internet gesehen habt? Und habt ihr auch so ein Bild im Kopf, von dem ihr im Nachhinein denkt, ich wünschte, ich hätte das niemals gesehen? Erzählt uns davon in den Kommentaren.